Was ist, wenn ich dir sage, dass der komplizierteste Teil eines Christopher Nolan-Films vielleicht gar nicht der Film selbst ist, sondern eher das Marketing? Denn wenn Leute auf dem Schwarzmarkt nämlich absurde $1.000 zahlen, um eine seiner raren 70mm IMAX-Vorstellungen zu sehen, dann hat Christopher Nolan vielleicht alles richtig gemacht und er hat auch das Konzept Klugsein zu einer echten Marke gemacht. Wenn wir uns die Unterhaltungsindustrie im Jahr 2026 nämlich mal so anschauen, ertrinken wir mutmaßlich in einem endlosen Meer aus KI-generierten Katzen, Serien, die wir nicht mal alle in unserem ganzen Leben schauen könnten, selbst wenn wir wollten, und Algorithmen, die uns mittlerweile besser kennen als unser Hausarzt. Aber gerade in Christopher Nolan-Filmen sitzen augenscheinlich immer die Leute, die das Handy auch mal eine Sekunde zur Seite legen können und sich ein 250 Millionen Dollar teures Epos wie die Odyssey anschauen können, ohne danach nachschauen zu müssen, wie einzelne Szenen aus dem Film für hunderte TikToks verwendet werden oder Popcorn wie beim Minecraft-Film geworfen wird. Aber ist sowas wie die Odyssey wirklich die kulturelle Rettung des Kinos? Was macht Christopher Nolan in der heutigen Zeit eigentlich so einzigartig? Und warum brauchen wir am Ende aber vielleicht alle gar keine Erklärvideos, sondern fallen eventuell nur auf die perfekte Illusion eines Statussymbols rein? Das alles möchte ich mir in diesem Video mit euch anschauen, also verlieren wir keine Zeit und let's go! Der aktuelle Zustand des Kinos und die Fallhöhe, die die Odyssey jetzt gerade trägt, ist vielleicht erst so extrem geworden, weil wir vergessen haben, woher wir eigentlich kommen. In den frühen 2000ern waren Actionfilme nämlich oft noch gigantische, neonfarbene Spielzeugwerbespots. Schaut man sich die von Joel Schumacher inszenierten Batman-Filme der späten 90er an, hatten die das Genre mit Batmans Spandex-Anzug oder Mr. Freeze Sätzen wie "Eyes to see you" erstmal Richtung Kitsch gedrückt, womit die Brustwarzen von Batman die psychologische Tiefe erstmal komplett ersetzt haben. Spätestens mit Batman Begins hat man dann aber mal den Reset-Knopf gedrückt, denn Christopher Nolan hat in Gotham City einfach mal das Licht ausgemacht und den Mythos damit im kompletten Realismus verankert, weil es nachts halt wirklich dunkel ist. Bruce Wayne hat sich also den Humor gespart. Und diese Weigerung, sich eben auf echte Explosionen und echte Effekte und nicht der digitalen Bequemlichkeit hinzugeben, hat Nolan heute vermutlich zu seinem absoluten Fetisch gemacht. Wo andere Regisseure fast nur noch vor dem Greenscreen stehen, ließ Nolan für Inception mal eben echte Hotelkorridore rotieren, für Interstellar riesige Maisfelder anpflanzen und für Tenet auch mal eben eine Boeing 747 in ein echtes Gebäude krachen, obwohl er CGI natürlich auch beispielsweise als digitale Erweiterung benutzt. Und jetzt im Jahr 2026 erreicht dieser Wille zur Physis bei The Odyssey sogar nochmal seinen Zenit. Ich bin ehrlich, ich hätte es Christopher Nolan sogar zugetraut, dass er dieses Mal das gesamte Meer nachbauen lässt, aber anstatt zumindest Teile vom Ägäischen Meer in einem Wassertank oder via LED-Wände zu simulieren, hat Nolan natürlich mal wieder darauf bestanden, ein historisch fundiertes Schiff zu bauen, das echten Stürmen standhalten kann, damit danach sogar noch jemand damit segeln könnte. Und sogar der Zyklop im Film wurde nicht als reines Computermodell realisiert, sondern durch massive mechanische Animatronics unter der Leitung von Adam Wright, der auch schon die Puppeneffekte von The Corpse Bride oder die Legende von Ochi zu verantworten hatte, zum Leben erweckt. Aber sind wir mal ehrlich, wenn man Matt Damon im Trailer sieht, wie er in Marokko im Sandsturm steht und man echten Schweiß und die Erschöpfung in seinem Gesicht sieht, dann ist das halt auch dieser Moment, in dem sich diese inszenierte Härte auf uns Zuschauer überträgt und sich das normale Popcorn-Kino auf eine andere Stufe oder auch zum kulturellen Statussymbol erhebt. Ich hoffe nur, dass Matt Damon in diesem Film nicht wieder gerettet werden muss, nachdem er in Interstellar auf einem Eisplaneten festsaß, in Der Soldat James Ryan eine ganze Einheit für ihn starb oder sogar die NASA in Der Marsianer sehr viel Geld ausgeben musste. Also ist ja gut, dass er als Odysseus nur auf dem Meer verschollen ist und warte mal. Aber jetzt mal ehrlich, ist dieser Fetisch für praktische Effekte wirklich immer der heilige Gral? Oder verdeckt das alles manchmal nur, dass wir eigentlich gar nicht mehr genau wissen, was wir da eigentlich konsumieren? Christopher Nolan hat nämlich die Manipulation von Zeit und die theoretische Physik im Grunde zu seinem primären erzählerischen Werkzeugen gemacht. Was ich damit meine ist, Filme wie Memento, Inception oder Tenet, die sind halt kompliziert und haben diese labyrinthartige Komplexität. Also diese eine passive Konsumhaltung, die wir bei Marvel vielleicht oft haben, die klappt da einfach nicht mehr.
Um die Filme wirklich zu verstehen, müssen wir nämlich am besten permanent mitarbeiten, weil womöglich Zeitlinien rückwärts laufen, Träume sich ineinander verschachteln, Matt Damon wieder gerettet werden muss und am Ende realisierst du womöglich noch, dass du die ganze Zeit den Film eigentlich rückwärts schauen musstest. Okay, ich übertreibe wieder, aber der eigentliche psychologische Trick, warum das Mainstream-Publikum das überhaupt schluckt, ist vielleicht einfach ein Cheatcode, den Kritiker oft etwas abfällig als Nolan-Exposition bezeichnen. In fast jedem dieser Filme gibt es nämlich zumindest eine Figur, die primär als Stellvertreter für uns, also das komplett uninformierte Publikum fungiert, wie Elliot Page, der die Traumwelt in Inception erklärt bekommt, oder John David Washington in Tenet, der mit rückwärts laufender Physik konfrontiert wird. Filmstudenten werfen Christopher Nolan da gerne mal vor, das würde die goldene Regel des Show Don't Tell, also zeigen statt erklären, krachen, verletzen, aber aus psychologischer Sicht ist das eigentlich ein ziemlich kluger Schachzug, weil die Exposition, also die Erklärung, uns fast nur die mentalen Werkzeuge liefert, die wir brauchen, um das Puzzle danach selbst zu lösen. Obwohl seine Figuren dadurch laut vielen Kritikern auch sehr kühl wirken können. In The Odyssey gibt es jetzt zwar nicht unbedingt große Physik, aber da regelt das womöglich die Brillanz des Autors des Originalbuches, also Homer. Dieses Epos wird im Original nämlich auch schon nicht chronologisch erzählt, sondern besteht aus Rückblenden und ständigen Wechseln zwischen Odysseus und seinem Sohn Telemachos. Und weil Nolan nun mal Nolan ist, verschärft er das filmisch noch weiter, indem er den Raum und die Zeit komplett durch die posttraumatische Belastungsstörung des Kriegsheimkehrers filtert. Aber wie zur Hölle schafft es dieser Mann eigentlich immer wieder, diese Filme auch an ein Massenpublikum zu verkaufen, das heutzutage ja eigentlich 15-sekündige TikToks und Netflix-Algorithmen mit ständiger Werbung gewöhnt ist? Naja, also entweder gehen diese Leute erst gar nicht in solche Filme, aber, und da könnt ihr mich für hauen, aber ich glaube, die gehen da zum Teil sehr wohl rein, weil ihnen diese Filme nun mal nicht als klassisches Kinoerlebnis, sondern in vielen Fällen auch irgendwie Luxus verkauft werden. Denn wenn man sich mal anschaut, wie Christopher Nolan das Branding gänzlich in IMAX gedreht nutzt, dann wird das Format selbst schon zur primären Botschaft für den Film. Nehmen wir mal kurz ein Beispiel. Als die Tickets für die weltweit extrem limitierten 15 und 70 mm IMAX-Vorstellungen online gingen, brachen nämlich nicht nur die Server komplett zusammen, sondern die Tickets wurden auch auf anderen Märkten teilweise sogar für bis zu 1000 US-Dollar verkauft. Und wer bereit ist, diese 1000 Dollar für einen Kinobesuch auszugeben, dem geht's vielleicht längst nicht mehr um das schärfste Bild, sondern der oder diejenige ist auf jeden Fall sehr tief im Nolan-Game drin. Aber das ist auch kein Wunder, denn wenn man sich mal anschaut, wie diese Filme mittlerweile auch beworben werden, indem einem wie bei anderen Filmen eben nicht die ganze Handlung vorgekaut, sondern vielleicht auch nur Eindrücke gezeigt werden, dann stehen der Name Nolan und auch seine Castings, die bei The Odyssey ja schlichtweg fast nur aus absoluten Stars besteht, schon längst für eine Marke. Und das weiß auch das Studio Universal, die die Filme finanzieren. Wer sich also ein Ticket für dieses Event kauft, der konsumiert mutmaßlich nicht einfach mehr nur ein Stück Medien, sondern legt womöglich auch noch ein öffentliches Bekenntnis zu seinem eigenen Geschmack ab. Und auch das ist irgendwie nicht verwunderlich, weil Nolan hat es über die Jahre ja auch perfektioniert, den Film nach dem Kinobesuch weiterleben zu lassen. Und er lässt womöglich ganz bewusst Lücken in der Handlung oder kreiert mehrdeutige Enden, wie diesen wahrscheinlich immer noch rotierenden Kreisel aus Inception, oder dass die Traummaschinen in Paris ohne Adapter in die Steckdosen passen. Und innerhalb von Stunden nach Kinostart explodieren ja mittlerweile Plattformen wie YouTube, Reddit und TikTok und wir sehen Videos mit Titeln wie Tenet Ending Explained, bei denen die Leute, die das erklären, den Film gefühlt gleichzeitig vorwärts und rückwärts geschaut haben oder mal eben die Atombombe aus Oppenheimer komplett ohne CGI im eigenen Garten nachbauen und damit auch noch hunderte Millionen von Klicks generieren. Naja, und weil die intellektuelle Kapazität des Films bei sowas dann aber auch oft extrem eng mit unserem eigenen intellektuellen Selbstbild verknüpft ist, wird manchmal plötzlich jede Kritik am Film als persönlicher Angriff auf eure Intelligenz gewertet. Wenn Kritiker zum Beispiel anmerken, dass die akustische Abmischung in Tenet teilweise wirklich unverständlich war, dann heißt es aus der Community sofort, man sei intellektuell einfach nicht auf der Höhe und habe den Film vielleicht einfach nicht verstanden. Liebe Grüße an der Stelle an David Hein. Aber auch sowas ist für den Film einfach nur Gold wert und sorgt eben dafür, dass das Produkt durch ständige, hitzige Diskurse am Leben gehalten wird. Und dieses Phänomen hat auch Hollywood allgemein spätestens mit dem
Internetphänomen Barbenheimer für Barbie und Oppenheimer, die beide gleichzeitig rauskamen, verstanden und machte dieses sogenannte Prestige-Spektakel plötzlich zum neuen Goldstandard. Man hat also auch gleichzeitig verstanden, dass diese Eventisierung von Filmen mutmaßlich nämlich das einzige wirksame Gegengift zur gerade wachsenden Dominanz der wirklich bequemen Streaming-Dienste ist. Und das beweisen auch einige Statistiken, dass ein Film zwingend ein exklusives Auswertungsfenster im Kino von 45 bis 90 Tagen braucht, um diese Dringlichkeit erstmal aufzubauen. Denn ohne kulturellen Fußabdruck auf der großen Leinwand, naja, da geht selbst der teuerste Film heutzutage unter. Und gerade Obsession oder Backrooms, die zeigen ja im Moment auch, dass es das gar nicht braucht. The Odyssey ist also mal wieder ein Experiment, das auch nochmal verdeutlicht, dass das Publikum zumindest einfach von KI-Slop ermüdet. Weil man sich verständlicherweise ja auch nach Authentizität sehnt oder einfach nur die Gegenseite ansehen möchte. Einerseits kann und muss man also definitiv argumentieren, dass Nolan das Medium Film signifikant aufgewertet hat und all den anderen Studios und Produzenten, die das heute teilweise immer noch nicht verstehen, gezeigt hat, dass auch komplexe Strukturen in Filmen auch im Mainstream aktiv eingefordert werden. Denn er hat es ja als Beispiel geschafft, dass sich Millionen von Menschen nach einem Kinobesuch freiwillig stundenlang mit theoretischer Physik, historischer Verantwortung wie bei Oppenheimer oder einfach rückwärts fliegenden Möwen befassen. Andererseits, und um noch einen Gegenpunkt zu nennen, ist die Kommerzialisierung dieser Komplexität aber auch unbestreitbar, weil es hier natürlich auch ums Geld geht. Wenn Kinobesucher allen Ernstes bereit sind, 1000 US-Dollar für eine Eintrittskarte hinzublättern oder auch nur für die normalen IMAX-Vorstellungen, die ja auch schon teuer sind, dann wird Kunst aber vielleicht auch zu einer Trophäe des Kapitalismus. Aber in der von künstlicher Intelligenz bedrohten und von generischem Slop völlig übersättigten Landschaft erfüllt dieses Spektakel am Ende vielleicht auch eine fast schon spirituelle Funktion, weil es uns mal wieder daran erinnert, warum echte, tolle und unersetzbare Erfahrungen im Kino einen Wert besitzen, der sich eben nicht in seelenlose Datenpakete komprimieren lässt. Aber jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Habt ihr euch im Vorfeld schon um die 70 mm IMAX-Tickets für die Odyssey geprügelt? Oder schaut ihr euch den Film lieber entspannt auf der Couch an, anstatt euch im Kino anstrengen zu müssen oder arm zu werden? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, da bin ich sehr gespannt drauf. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug von meiner Stimme habt, dann habe ich euch hier noch meine Analyse zur heutigen Gaming-Landschaft verlinkt. Da sprechen wir nämlich mal darüber, warum wir heute fast gar nichts mehr besitzen und warum es wichtig ist, dabei jetzt zusammenzuhalten. Und wenn ihr auch das nächste Video mögt, dann würde ich mich natürlich wie immer über einen Like gegen den Strike oder ein Abo von euch sehr freuen und hypt das Video auch gerne, wenn es mehr Menschen sehen soll. Wir sehen uns drüben oder auch im nächsten Video und haut rein!